If this final dream before the new is to be trusted, then all life follows the pattern of broken progression. Some call it redemptive history, still others call it galvanization, yet the trajectory is undoubtedly the same. We exist on a familiar shoreline, with the waters lapping at our feet. We look back and see an explored and thus frozen world. Then, as if subconsciously recognizing the need for change, we dive into a prison of even further inactivity. My prison was my only friend, it seems, but even he saw fit to spit me upon a new shore. Oh, was? Eine Statue? Er wartet auf uns. I won't lie, I do miss Leviathan. It wasn't his fault that I was a parasite. But was he necessary at all? After being cast out, was devolution in his stomach the appropriate next step? Why couldn't I have simply washed ashore to the old city? Ja. Ich weiß nicht genau, bin mir immer noch nicht sicher, wer wir jetzt sind. Ich weiß es nicht. Ah. Oh, ist es vielleicht das dritte Buch? Von den nächsten? Ist von Jonah. Page 7. The one constant between the faction is a distrust in this new world. The world of ideas. Then again, this makes sense given that their ideas are not truly their own. What's most interesting to me is that their ideas are based on essentially nothing, which is by no means a bad thing. If only they could recognize it. They have the same core and abyss, but the deduction can still function. I understand that the need to push their ideas to make them win out in this abstract world they share with the others, because truth must be compatible with itself. However, once the core is unveiled as void, one cannot be certain that their own ideas are the most fit for survival. Thus, the ideas need to do battle with themselves and by themselves in the world of the mirror's dream. If truth must be compatible with itself, making it singular and changing, you need only let your ideas, the ones that you hold dear, exist in the same space, the same dream as the others that you reject. Your mind will never be able to see truth in its fullest extent, but the sea of minds we call humanity will uncover it piece by piece if the ideas are left alone to do their work. Not through violence, rules, activism, or education will the ideas evolve. Only through idealism can the ideas be truly changed for good. A marginal effect, yes, but we must make giant leaps as individuals towards the ideal, knowing that it will result in only a small step for mankind. Because your experience and your individuality is worth nothing in the light of the greater and entirely imaginary Eschaton. Weiß es nicht. You cannot expect the others to take this leap with you. Rather, you can only model that leap for future minds. You can only point in the direction of the ideal, rushing towards it with all of your might, knowing that you would never reach it in 1,000 ages. You will never see the dream realized. It is for this reason that this new world is useful beyond escape. 9V needs only the ideas and nothing more. Not destruction, not legal action, not social reform, and not decay. 9V only needs the ideas and the ideas alone. You need them as well, and you must resist the urge to sail into oblivion, to Tarshish. Rather, sail into discovery, sail to a world where your ideas die and new ones take their place, so you can bring back your findings to the world, the 9V, and enjoy their fruits.
Trust stupid ideas to die with stupid people. Jonah. Zu wem gehörte Jonah? Er redet ja von der Wahrheit und ist das Abraham? Vielleicht? Und er sieht genauso aus wie die Statue da drüben, aber. Wir werden uns nochmal über das ganze Spiel unterhalten am Ende. Ganz am Ende. Also wenn ich die Texte durch habe. Dann kann ich ein ganzes Bild formen und dann werde ich mich auch zu allem äußern. Versuchen, zu allem zu äußern, was mir in den Sinn kommt, was mir aufgefallen ist, was ich im Kopf behalten habe. Das wird wahrscheinlich aber erst in 2 Tagen der Fall sein. Ich befinde mich immer noch in meiner fast 70-Stunden-Woche hier. Und Perhaps Leviathan existed for me to discover him, even if that which I explored was my prison. Perhaps I simply needed to see the stagnation before evolving. Sind wir das, die reden? Ich bin mir immer nicht sicher. Er redet ja mit irgendwem, aber ich bin mir nicht sicher. Also jetzt sind wir hier wieder. Okay. Wir sind bestimmt darüber. Oder er zeigt nicht irgendwo hin. Er hält einfach nur die Hand in die Richtung. Also wahrscheinlich durchs Tor dahin. When I was a child, I was given a rowboat. I wanted to sail, so the universe built me a galleon. How unfortunate that, when I got older, I no longer wish to explore. Oh, das ist ärgerlich. Ja, man hat dann andere Ziele, andere Sachen. Wo man vielleicht größere Bilder sieht. Die einem vom, ich sag mal, okay, auf Deutsch erforschen. Ich finde, erforschen ist nicht zwangsweise die beste Übersetzung für Exploration. Ja, gut, entdecken, erforschen. Die beiden in Kombination. Das sind nicht die gleichen Wörter. Entdecken und erforschen. Nicht die gleiche Bedeutung. Parallelen, nicht die gleichen. I am going to explore again. I'm going to board my vessel and sail into an unknown world to dream all the more. I'll leave this dream behind to feel the sand of other shores in my hand and let it loose as I travel inward towards newness. First, however, I'll make one last dive into abyss. Oh, das ist, finde ich, ein super Bild hier gerade. Ich würde es zwar jetzt nicht als Tisch vergleichen, also sie sitzen im selben Boot und sind doch sehr weit entfernt, obwohl sie doch zu einem Punkt gehören zusammen. Also sie sind Teil des gleichen Systems und allerdings doch so weit entfernt, dass sie keinen Kontaktpunkt so weit haben. Interessant. Finde ich gut, so ein Bild. Ich weiß nicht, ob es damit gemeint war überhaupt. Aber so möchte ich es gern verstehen. Und nun auf eine neue Reise. Leviathan. Es tut mir leid, ich muss hier ab und zu mal gähnen. Ich bin noch so müde. Oder, naja, was ist... Ja, doch, noch. Noch passt eigentlich ganz gut. Immer noch. Here lies my captor, the great sleeping My foundation's been disintegrated. I'm left with nothing but void.
However, the baby of belief need not be thrown out with the bathwater of certainty. An assertion from an assumption is still an assertion, making any deduction from that foundation subject to critique. I may not be able to deduce from a place that I know to be true, but that which I deduce from my dreams must still be compatible with itself. Ja. Ja. Tut mir leid, wenn ich... Oh Gott. Es tut mir leid, wenn ich fähiger wäre, klare Gedanken zu fassen, würde ich natürlich auch zu jedem Dingschen irgendwas sagen, aber... Er möchte in sich selber auch im Reinen sein, hat aber trotzdem viele Konflikte, die er bewältigt und Sachen, ja, ich muss wacher sein. In 2 Tagen. I think I was wrong. Dover isn't where my dreams died. It's where one dream took over. I dreamt that I had no dreams. I dreamt that Dover smothered my belief with certainty. In truth, a truth that I cannot know, Dover ran red. The dream of realism created a monopoly of comfortable stagnation that held me hostage until I could do nothing but cling to Leviathan's innards for safety. My belief was not truly killed, it was captured. One belief was deemed more true than another, and I convinced myself that I was correct. I convinced myself that I could be correct. What if this dream's monopoly was disintegrated? What if I could explore a multiplicity of dreams, never quite knowing which ones are a reality? Truth must be compatible with itself, but what happens when truth is unattainable? Ja, der Weg ist das Ziel. Ja, aber es ist so, wenn man sich einer Sache hingibt und dann eine andere findet, gibt man sich vielleicht eher der hin und gibt das andere für einen Moment auf und fragt sich nachher, warum? Warum habe ich das gemacht? Wenn man das eine Ziel erreicht hat oder meint, nahe dem Ziel zu sein. Ich laufe hier hinten nochmal lang. Träume weichen anderen Träumen, das ist so. Truth must be compatible with itself based on a starting point I can't prove. I can't assert which dream is not a dream at all because they're all just dreams. Why not discover the dreams I can't control, rather than hiding portions of them away to let what I was certain of flourish? Der Kopf muss denken. Wenn du dich komplett auf eine Sache einigst, stagnierst du und bleibst stehen. Wenn du deine Sicht auf eine Sache fixierst, die ganze Zeit, dann kommst du doch nicht weiter. I would tell myself that the real world has shown itself like a clear blue sky, spotless in its vast and flat nature. I tricked my own mind into believing that belief itself was not present. Now that the illusion has been revealed, I'm left believing that I can't know. Außerdem ist das Handeln von Menschen ja auch recht, in vielen Fällen irrational, emotionsgelenkt, nicht selten objektiv, aber na doch schon selten. Ja, es ist ja auch nicht. Naja, der Mensch muss denken. Der Mensch braucht Rätsel, Was? Der Parasit im Leviathan. Sind wir der Sprecher auf jeden Fall. Wenn das jetzt soweit passt. Ah. One last look at my cage. One last dive into the abyss of negativity.
A terrible world full of terrible people, yes, but that can be changed. Epistemic humility can regress to the deconstruction of stagnation. What I previously thought to be stagnation itself, the lack of any true knowledge, is simply the deconstruction of an anchor, freeing us to traverse the unexplored. I swam the depths. I confronted the bottom of the redemptive checkmark. I was far more negative than those who still cling to certainty, but that's part of the progression. It's part of the broken progression. In this respect, we cannot improve without first deconstructing. Now, all that's left is to rise to the surface, board my vessel, and set sail for a new and terrifyingly uncertain world. The old city has called, and I wish that more would have the bravery to join me on my journey. Man kann Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Das sind Sachen, die wir schon überall gelesen haben. Perhaps the dream was never meant to be realized. Perhaps. Perhaps contentment is nothing but stagnation. Dann haben wir auf den Stein gelesen. Contentment is a dream that they will never realize, neither will you. Who are you and what are your dreams? Who was Belle and what were her dreams? Who was Solomon? Cautious is manifesting piece by piece. All you can do now is hope that the eschaton sees its fruits. Ja. Das erste, was mir einfällt, wenn ich hier sowas lese, The Dream was never meant to be realized. Das ist das erste. Vorhin haben wir ja auch schon mal sowas gelesen. Oder haben wir auch genau das gelesen? Da habe ich auch was zugesagt. Aber jetzt gerade fällt mir dazu ein. Warte mal, das war in Kombination mit Perhaps the dream itself is an agent of progress. Warte mal. Folgen wir den Pfeilen. Ja, was ich meine, was mir gerade eingefallen ist, in dem Fall, falls man keine Hoffnung in Träume oder ähnliches stecken sollte, wenn man das jetzt mal negativ sieht. Oh, der Traum war, den konnte ich nicht wahrnehmen. Es war nie möglich. So, das geht erstmal in die Negativität, aber vielleicht kommt man irgendwann zu dem Punkt und meint, wenn man keine Erwartung stellt, kann man nicht enttäuscht werden. Auch eine Sache, aber er hat es halt erst noch über den Punkt hinausgegangen und dann hat der Kopf sich gedacht, okay, ich sag mal, das war mir nicht vergönnt, also drehe ich mir die Wahrheit so, dass es so aussieht, als ob es nur ein Zwischenschritt war. Was an sich auch tatsächlich dann wieder stimmt, weil das wieder der Progress ist dazwischen. Naja. Ich bin eigentlich zu müde, um über sowas weiter nachzudenken. Ach ja. Leute, morgen werden die Uhren umgestellt. Ja. Also morgen meine ich jetzt den 25. Das ist die Brücke, da wo wir runtergesprungen sind. Der Lieb. Das war wahrscheinlich nur eine Versinnbildlichung. Erstmal über diesen Punkt zu gehen, über den Schritt zu machen. Nicht der wirkliche Fall. The Old City. Meeresrauschen. Finden wir uns jetzt auf einem Schiff wieder? Segeln? Auf einer der Leere? Wer weiß. Neben uns schwimmen die ganzen Leviathans. Durch den Ozean stapfen riesige Minotauren. Aber momentan bleibt uns das nur in unserem Kopf.
Sonst sehen wir schwarzen Bildschirm. Und der Ton verstummt. War's das? Das war's. Als nächstes werden wir uns dann, wenn ich mich wieder dazu in der Lage fühle, auch ordentlich drüber zu reden, den Kapiteln, den Notes widmen. Wir werden uns den Texten widmen. Es ist noch eine Menge vor uns. Wir haben noch eine Menge vor uns. Ganz, ganz viel. Gut, ich würde sagen, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Ach ja, das wird natürlich rein optional für die Leute, die es noch sehen wollen. Naja, ich denke mir so, wenn man das hier gesehen hat, warum nicht noch weiter gucken? Aber das liegt nicht an mir. Wir sehen uns. Bis dann.